Hi und willkommen zu Demonange. Ich stelle euch heute das Strymon Iridium vor. Einfach und geradeaus, aber dafür in gewohnter Strymon-Qualität. Das Iridium ist eine Amp- und Boxensimulation im Pedalformat. Das Iridium bietet 3 Amps mit jeweils 3 verschiedenen Caps, ein Dreiband-EQ, einen Drive-, Level- und Room-Regler. Und wer Strymon kennt, weiß, dass sich da noch mehr hinter verbirgt. Ihr habt verschiedene Räume, ihr könnt Presets speichern, ihr könnt es in Stereo nutzen. Außerdem habt ihr einen Anschluss für den Strymon Multiswitch, ein Expression-Pedal oder MIDI, und per USB könnt ihr euch mit der Strymon Impulse Manager Software verbinden, um damit die IRs zu verwalten. Das Iridium ist gemacht fürs Direct Monitoring, sei es mit In-Ear, Switches, Full-Range-Speakern oder Shudy-Monitoren. Und für die 3 Amps hat sich Strymon 3 Kultverstärker vorgenommen und mit ihrem detaillierten Matrix-Modeling eingefangen. Round ist basierend auf einem Fender Deluxe, Chime ist basierend auf einem Vox AC30 und Punch ist basierend auf einem Marshall Plexi, besser gesagt einem 1959er Superlead. Strymon hat nicht nur die dynamische Ansprache, sondern auch andere nichtlineare Verhalten wie Speaker Distortion bei hoher Lautstärke eingefangen. Damit aber nicht genug. Das Iridium bietet die Möglichkeit, die ursprünglichen Sounds noch zu erweitern. Beim Fender Deluxe war ursprünglich kein Mittenregler vorhanden und in der 12-Uhr-Position klingt er wie das Original. Und wenn er den Mittenregler aufreißt, dann klingt er eher noch wie seine Vorgänger und übersteuert schneller. Dabei agiert der Mittenregler fast wie ein zusätzlicher Gain-Regler. Alle Iridium-Amps sind im Original Amps ohne Master-Volume-Regler. Der Drive-Regler des Iridiums arbeitet wie der Volume-Regler des Original-Amps und der Level-Regler ist eine reine Lautstärkenveränderung, ohne dass der Ton verändert wird. Der Raum wird aus einem Hybridverfahren aus den IRs und einem Algorithmus erzeugt und wirkt dadurch äußerst realistisch. Es gibt 3 verschiedene Räume, klein, medium und groß. Wenn man den On-Schalter gedrückt hält, bis die Lampen blinken und dann am Room-Regler dreht, kann man die verschiedenen Räume auswählen. Grün ist klein, orange ist medium und rot ist groß. Gehen wir mal rein, klein. Medium.
Die IRs sind Stereo in 96 kHz und 500 Millisekunden und sie sind von angesagten Anbietern wie Ownhammer, CapIR, Valhalla oder Celestion. Ihr könnt die Caps mit der Strymon Impulse Manager Software verwalten und auch eure eigenen raufladen. Die Unterschiede im Sound der Caps hört man sehr gut bei aufgedrehtem Drive und Mid, weil durch den Overdrive mehr Obertöne entstehen. Der Original Vox AC30 hatte einen Treble- und einen Bassregler und einen High-Cut-Regler und der ist im Iridium im Mittelregler verbaut. Das Iridium hat eine analoge JFET-Eingangsstufe, die bis zu 20 dB an Eingangsverstärkung liefern kann. Beim Chime Amp wirkt sich das effektiv so aus, dass es bei erhöhtem Drive wie mit einem Treble Booster vor dem Amp klingt, so wie es auch typischerweise gemacht wurde und natürlich auch immer noch wird. Dabei werden die Bässe straffer und die Obertöne kräftiger. Und ab ca. 2 Uhr ist der maximale Gain des Original erreicht und darüber wird der Effekt hörbar. Auch im Punch-Amp dient die JFET-Eingangsstufe als Boost und erzeugt dadurch mehr Verzerrung, als das Original jemals hatte. Das Iridium nimmt wunderbar Pedale an, so dass ihr auch nach wie vor eure Lieblingszerrer nehmen könnt. Weitere Features: Ihr könnt das Iridium auch so einstellen, dass ihr nur die Amps oder nur die Caps benutzt. Ihr könnt ein Preset speichern, das Favoriten-Preset, und dann könnt ihr zum Beispiel zwischen zwei Sounds wechseln, dem wie die Regler gerade sind und dem Favoriten-Preset. Um einen Favoritensound zu speichern, haltet ihr einfach den Pfaff-Schalter so lange gedrückt, bis die Pfafflampe blinkt.
Über den Multi-Switch könnt ihr 3 weitere Presets ansteuern oder per MIDI auf bis zu 300 Speicherplätze zugreifen. Ihr könnt ein Expression-Pedal anschließen und damit die Eingangs- oder Ausgangslautstärke oder ein oder mehrere Regler steuern. Ihr könnt den Eingangspegel auf Instrument oder Line setzen, den Ausgangspegel könnt ihr auf -20, 0 oder +3 dB setzen, ohne dabei die Lautstärke des Favoriten-Presets zu ändern. Ihr könnt das Iridium in Mono, Stereo oder mit Summen-Eingang und Mono-Ausgang betreiben und für den Stereo-Eingang nehmt ihr einfach ein Stereo-TRS-Kabel. Und mehr Infos findet ihr in der Betriebsanleitung. Okay, ich hoffe, ihr habt einen guten Eindruck bekommen können, was das Iridium an Sounds und Möglichkeiten zu bieten hat. Danke fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Thumbs up, abonniert mich und klickt das kleine Glöckchen-Symbol, damit ihr dann auch Benachrichtigungen bekommt, wenn ich was veröffentliche. Ciao!